Moi ja tervetuloa! Ich bin Elisa und heute machen wir ein Gemüseblech kasvispelti. In Finnland lieben wir bei herzhaften Gerichten auch manchmal Früchte dazu zu geben. Und genau das mache ich heute. Für das Rezept brauchst du ein Zucchini, 5 kleine Karotten, eine rote und eine gelbe Paprika für die Farbe, dann ein paar kleine rote Zwiebeln und zum fruchtigen Anteil habe ich heute die leckeren Nektarinen gewählt. Also die Nektarinen, die geben eine schöne Süße, viel Saftigkeit und Fruchtigkeit für diesen Gericht. Und dann habe ich hier noch Koriander und Radicchio zum Servieren, aber hier kannst du dann selber entscheiden. Wenn du Koriander nicht magst, kannst du gerne Petersilie anstatt nehmen. Und zu den Gemüsen gebe ich dann zum Schluss zum Servieren noch etwas Feta-Käse und einen fruchtigen Joghurtdressing. Für das Dressing brauchst du 2 gehäufte Esslöffel Joghurt, etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer zum Würzen und eine Bio-Orange. Also von der Orange nehmen wir etwas von der Schale und den Orangensaft. So, und jetzt als erstes können wir direkt den Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze und 200 Grad. Und während der Backofen vorgeheizt wird, werden wir die Gemüse vorbereiten. Bei der Vorbereitung ist nur wichtig, dass du die Größe, also wie du die Gemüse schneidest, etwas anpasst, weil jeder hat so eine eigene Garzeit und so können wir dann alles so vorbereiten, dass alles ungefähr gleichzeitig zubereitet wird oder weich wird. Und als erstes werde ich die Zucchini in solche dicke Ringe schneiden. Als nächstes habe ich die Karotten und weil es jetzt saisonale Karotten gibt, werde ich die nicht schälen, nur die Enden entfernen. Und weil die Karotten etwas mehr Zeit brauchen, also die haben so eine festere Struktur, die werde ich etwas dünner schneiden. Die Paprika wird auch etwas schneller weich und da kannst du die auch etwas größer lassen. So, und dann die fruchtigen Nektarinen, die dürfen auch etwas größer bleiben. Also erst den Kern entfernen und dann werde ich die so halbieren und in solche Stücke schneiden. Und jetzt bleiben nur noch die Zwiebeln und ich nehme 2 kleine Zwiebeln, die Zwiebeln einfach schälen und dann vierteln. Etwa 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Und das Ganze gut vermischen. Dann ein Backblech mit Backpapier belegen, das hilft dann später beim Reinigen. Und die Gemüse darauf geben. Und so gut wie möglich die Gemüse in einem Schicht verteilen. Dann kriegt jedes Stück richtig schöne Röstaromen. Ihr Lieben, das sieht jetzt schon richtig schön aus, so bunt. Also die Auge ist
definitiv mit. Und jetzt die Gemüse bei 200 Grad Ober-Unterhitze etwa 30 Minuten garen lassen, bis die schön weich werden. Während die Gemüse im Backofen garen, können wir schon mal den Dressing vorbereiten. Also, erst werde ich etwas Orangenabrieb zum Joghurt geben. Dann die Orange, so auf dem Schneidebrett rollen. So kannst du die Orange dann später einfacher entsaften. So, dann halbieren. Und wir brauchen den Saft nur von der Hälfte. Und wenn du kein Fruchtfleisch magst in dem Dressing, dann kannst du den Saft durch ein Sieb zum Joghurt geben. Also ich gebe das Ganze einfach so dazu. Einen kleinen Schluck, also ungefähr einen Esslöffel Olivenöl. Dann nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. So, dann haben wir schon alle Zutaten für den Dressing in dem Glas. Das Glas werde ich jetzt schließen. Und dann können wir das Ganze schütteln, um es zu vermischen. Die halbe Stunde ist jetzt vorbei und ich werde kurz prüfen. Einfach einmal mit dem Gabel. Und wenn alles schon schön weich ist, dann kannst du die Gemüse aus dem Ofen holen. So, die lasse ich vorerst hier abkühlen und ich werde die Gemüse heute auf einem Radicchio-Bett servieren, also so einen lauwarmen Salat, und dafür werde ich noch den Radicchio klein schneiden und dann werde ich noch den Koriander klein hacken, also damit werde ich jetzt gleich garnieren. So, und ich gebe die Feta dann direkt auch auf dem Blech. Ihr Lieben, das sieht richtig lecker bunt aus. Also jetzt sind die Gemüse schon leicht abgekühlt. Also die sind immer noch warm, aber leicht abgekühlt. Und jetzt gebe ich das auf mein Radicchio-Bett. Und das Ganze duftet auch schon richtig lecker fruchtig. So, und jetzt bleibt nur noch der Dressing. Also wenn du das Ganze direkt auf einmal servierst, dann kannst du natürlich das Dressing auch direkt darauf geben. So ein schönes, leichtes Gericht voller Farbe und Geschmack. Der salzige Feta passt perfekt zu den süßen Gemüsen und den Nektarinen. Die Nektarinen geben so eine schöne Saftigkeit und der Dressing ist so ein i-Tüpfelchen auf dem ganzen Gericht. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du das auch ausprobierst. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.